In diesem Video geht es um die Fragestellung, warum man vielleicht mehr als ein Konto betreiben sollte oder warum es vielleicht sogar Sinn macht, eine ganze Server-Farm zu betreiben. Also lassen Sie uns mal schauen, warum sowas vielleicht Sinn macht. Wir haben jetzt den 2. April 2024. Gestern war also Quartalswechsel und im ersten Quartal haben wir mit einem Demokonto gehandelt und ganz gute Ergebnisse eingefahren. Allerdings war die Gesamtsumme der Profite in Relation zur Kontengröße nicht besonders groß. Das lag daran, dass wir restriktive Einstellungen gewählt haben. Das bedeutet, das Konto hatte auch ein sehr geringes Risiko. Das hier ist eine andere Variante. Wir haben jetzt hier ein Konto, was mit einem Echtgeldkonto für $10.000 gestartet wurde. Und wie man sehen kann, gab es hier zur Spitzenzeit ein Bruttoguthaben von $176.000 nach einer Handelszeit von etwas über 2 Jahren. Und dann kam es hier zu diesem massiven Einbruch. Das bedeutet, dass unser Konto hier massiv an Geld verloren hat. Wir haben die Risikoeinstellung bei 50%, darum hat unser Konto dann aufgehört zu handeln. Das Ergebnis mit $78.000 Nettoprofit ist trotzdem für ein $10.000 Konto sehr gut. Jetzt gibt es aber das Problem, dass dieser Konteneinbruch hier auch deutlich weiter vorne hätte stattfinden können. Das bedeutet, je nachdem wann und wie wir unser Konto gestartet hätten, hätte uns das hier schon den Hals gebrochen. Da wir unser Risiko auf 50% der Gesamtsumme des Kontos begrenzt haben, wären auch das nur 50% Verlust gewesen. Also im schlimmsten Fall direkt am Start hätten wir einen Verlust von $5.000 gemacht. Im Gegenzug dazu haben wir jetzt hier einen Nettoprofit von $78.000 gemacht. Das ist knapp der 8-fache Wert von dem, was wir ursprünglich eingezahlt haben. Und es wäre jetzt natürlich toll, wenn das immer zu 100% so laufen würde oder wir am besten gar nicht erst in diese Absturzphase hier geraten. Das kann man im Echtbetrieb auch relativ einfach gewährleisten, indem man einfach zu diesem Zeitpunkt hier das Gesamtkontenrisiko minimiert hätte, um solche Verluste hier zu vermeiden. Aber im Strategietest geht das natürlich nicht. Und es kann auch immer mal sein, dass solch ein großer Equity-Einbruch hier weit vorne im Prozess stattfindet. Und darum macht es Sinn, solche Tests durchzuführen, denn das geht nicht immer gut. Trotzdem kann es Sinn machen, sowas zu traden, denn wenn wir hier 78.000 plus haben, bedeutet das, wir hätten 7-mal falsch liegen können und trotzdem immer noch in der Gesamtsumme einen Profit gemacht. Die meisten Leute kennen das vermutlich aus dem Risk-Reward-Verhältnis von Einzelpositionen, aber mit mehreren Trading-Konten kann man das dann auf Kontenbasis genauso handhaben. Ich bin jedenfalls mit den Ergebnissen von meinen Strategietests soweit zufrieden und werde jetzt dieses Konto für das zweite Quartal 2024 traden. Dazu gibt es dann auch wieder entsprechende Videos. Falls Sie Mitglied im Premium-Kurs sind oder vielleicht sogar das Platin-System betreiben, dann haben Sie Equity-Kurven wie diese hier in der Vergangenheit wahrscheinlich schon gesehen. Andernfalls finden Sie die entsprechenden Angebote auf unserer Webseite. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann im nächsten Video.